Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr die Koppelstange wechseln könnt. Das mache ich an einem E46. Viel Spaß! Ganz kurz mal zwischendurch. Vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen. Wir haben die 5000er Abo-Marke schon geknackt. Und dafür möchte ich mich bei jedem einzelnen Abonnenten von euch bedanken. Ich habe euch ja versprochen, wenn wir 5000 sind, dass ich mir wieder was Schönes für euch einfallen lasse. Das ging alles so schnell, dass ich bisher gar keine Zeit dafür hatte, etwas vorzubereiten. Aber wie ihr mich erkennt, stehe ich immer zu meinem Wort. Also bitte ich euch noch um etwas Geduld und ich lasse mir etwas Tolles für euch einfallen. Jetzt geht's weiter mit dem Tutorial. Noch ein Hinweis, bevor wir anfangen: Bei solchen Fahrwerkskomponenten immer beide Seiten erneuern. Ganz wichtig. Als allererstes das Fahrzeug hochheben. Hierbei ist es wichtig, wenn ihr es mit einem Wagenheber anhebt, beide Seiten hochzuheben. Ansonsten stehen die Koppelstangen unter Spannung und man bekommt die sehr schwer raus. Warum sollte man die Koppelstange oder Pendelstütze erneuern? Dafür gibt es meistens zwei Gründe. Erstens, wenn das Gelenk hier ausgeschlagen ist. Und zweitens, wenn die Staubmanschette hier eingerissen ist. Und das ist bei mir der Fall. Ich will ja demnächst zum TÜV und das ist ein Mangel. Nächster Schritt, das Rad abnehmen. Bei mir ist es schon ab. So, hier ist die Koppelstange. Die ist einmal hier oben und einmal hier unten mit einer Mutter angeschraubt. Die schraubt ihr mit einer 17er Nuss ab. Wenn sich das Gelenk mitdrehen sollte, könnt ihr es mit einem 17er Maulschlüssel hier so gegenhalten. Jetzt können wir die Koppelstange einfach rausnehmen. Jetzt kann man schön sehen, dass es hier eingerissen ist. Bevor ihr jetzt die neue Koppelstange einbaut, vergleicht die alte mit der neuen, ob die genau gleich lang sind. Hier passt's. Können wir einbauen. Bei der Koppelstange sind fast immer neue Sicherungsmuttern mit dabei. Sollten die mal nicht dabei sein, nicht die alten Sicherungsmuttern verwenden, sondern immer neue nehmen. Als nächstes stecken wir die neue Koppelstange hier unten in den Stabi wieder rein. Und hier oben ins Federbein. Die neuen Muttern ansetzen und mit einer 17er Nuss mit 65 Newtonmeter festziehen. Falls sich das Gelenk mitdrehen sollte, haltet ihr mit dem 17er Schlüssel gegen. Das war's. Zum Schluss macht ihr noch das Rad drauf und dann seid ihr auch schon fertig. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Eine Achsvermessung braucht man nicht machen. Fast vergessen, die Räder zieht ihr mit 120 Newtonmeter über Kreuz fest. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Autohändlerin.